Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. We are coming to close to the end of this series. Wir kommen langsam zum Ende dieser Serie. You know, look at this Bible verse. Schau dir diesen Bibelvers an. Romans chapter 14, verse 10. Römer 14, Vers 10. Why do you judge your brother, or why do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Christi gestellt werden. Do you know, every single Christian has to stand before the judgment seat of Jesus Christ. Jeder einzelne Christ muss eines Tages vor dem Richterstuhl Jesu Christi stehen. It is so important for us to understand that the judgment seat of the great white throne we will not have to stand before. Es ist so wichtig für uns, dass wir verstehen, dass wir nicht vor dem Richterstuhl des großen weißen Endgerichts stehen müssen. Because of the sacrifice of Jesus that we believe in, we've already passed through this judgment. Aufgrund des Opfers Jesu Christi, woran wir glauben, sind wir bereits durch dieses Gericht gegangen. So there's nothing to worry about. Wir müssen uns also keine Sorge darüber machen. But there is another judgment seat that every single Christian has to stand before. Aber jeder einzelne Christ muss vor einem anderen Gericht stehen. At this judgment seat, we will get our reward. Bei diesem Gericht werden wir unsere Belohnung bekommen. So how are we going to get a reward before the judgment seat of Jesus Christ? Wie bekommen wir also die Belohnung vor diesem Richterstuhl Jesu Christi? Remember how we started by 2 Corinthians 5:15. Erinnere dich, wie wir angefangen haben bei 2. Korinther 5,15. One died for all, so that those who live no longer live for themselves, but for him who died and rose again. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Listen, you can't take this isolated out of the context of the whole chapter. Du kannst dies aber nicht isoliert aus dem Kontext des ganzen Kapitels herausnehmen. Look what it talks about the whole chapter. Schau, worum es in diesem Kapitel geht. Look at verse 9. Schau Vers 9. Therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well pleasing to him. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre darein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Why shall we try to live pleasing to the Lord? Warum sollen wir versuchen, dem Herrn gefällig zu leben? Well, because he died for you, you don't belong to yourself. Weil er für dich gestorben ist und du dir nicht mehr selber gehörst. But look at the context, look at verse 10, the next sentence. Schau auf den Kontext im Vers 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, that each one may receive the things done in or through the body according to what he has done, whether good or bad. damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. So what's going to happen? Was wird also passieren? One day you stand before Jesus and he will look at your life. Eines Tages wirst du vor Jesus stehen und er wird auf dein Leben schauen. You will go to heaven because Christ paid for you. Du wirst in den Himmel kommen, da Christus für dich bezahlt hat. But then it's going to look whether you lived for yourself or whether you lived for him. Aber danach wird er sich anschauen, ob du für dich selber oder für ihn gelebt hast. How much did you live a life that he was the new Lord and not you anymore? Wie sehr hast du ein Leben gelebt, wo Jesus dein Herr war und nicht mehr du? How many decisions have you made that were self-focused and not Christ-centered? Wie viele Entscheidungen hast du getroffen, die selbstzentriert waren und nicht auf Christus fokussiert? Our sins have been removed by the perfect sacrifice of the cross. Unsere Sünden wurden durch das perfekte Opfer am Kreuz entfernt. But reward is something we get whether we live right in response to the cross. Aber eine Belohnung bekommen wir, wenn wir richtig gelebt haben, entsprechend dem Kreuz. Oh, my friends, that we all may stand before Jesus one day. Oh, meine Freunde, mögen wir alle eines Tages vor Jesus stehen. And as the movie of our life goes right before us, Und wenn der Film von unserem Leben vor uns ablaufen wird, Jesus will look at our lives and say, wird Jesus unser Leben anschauen und sagen, you really understood what I died for, didn't you? du hast wirklich verstanden, weshalb ich gestorben bin, nicht wahr? Well done, my good and faithful servant. Gut gemacht, mein guter, treuer Knecht. You truly lived for me because I died for you. Du hast wahrlich für mich gelebt, da ich für dich gestorben bin. Now I will have an incredible reward for you. Jetzt habe ich eine unglaubliche Belohnung für dich. Your reward from Jesus will be in direct relation with how much you lived for him or how much you lived for yourself. Deine Belohnung von Jesus wird einen direkten Bezug darauf haben, wie sehr du für ihn oder für dich selber gelebt hast. So
Think with me. Also überlege mit mir. Does it make sense to live for an earthly reward that lasts a few decades? Macht es Sinn, für eine weltliche Belohnung zu leben, die ein paar Jahrzehnte dauert? When you can live for an eternal reward that lasts forever. Wenn du für eine ewige Belohnung leben kannst, die für immer andauert. My friend, Mein Freund, the only way life makes sense die einzige Art und Weise, wie das Leben Sinn macht, is to live for the one who died for you. ist für den zu leben, der für dich gestorben ist. Thank you for listening to me so faithfully. Danke, 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 dass du mir so treu zuhörst. We keep doing this because we love you people. Wir bleiben dran, weil wir euch lieben, Leute. See you tomorrow Wir sehen uns morgen with a new series. mit einer neuen Serie. Have a good day. Habe einen guten Tag.